habe mich ein bisschen verfahren. Vielleicht unterbewusst auf Absicht, damit ich mir jetzt nochmal ein Taro-Eis holen kann beim veganen Restaurant. Das ist echt das beste vegane Restaurant, was ich hier gefunden habe. Ich habe echt alles von veganer Pizza, Pasta, Steak, Burger. Richtig geil. Dann auch richtig leckere Kuchen und richtig leckeres Eis. Taro-Eis habe ich in Asien kennengelernt. Das ist Wasserbrotwurzel. Eigentlich eine Wurzel, aber die schmeckt super süß. Wird da auch oft benutzt für Süßigkeiten. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und die haben auch zuckerfreies Eis. Das heißt Eis für Zuri. So, Zuri. Abschlusseis. Heute gibt es Erdbeere. Ja. Lecker, ne? Leider hatten sie kein Taro-Mais. Probiere ich Karo. Ah, jetzt sind wir wieder auf der Eurovelo 6. Tschüss, Budapest. Budapest hat die älteste Tramlinie Europas. Ich bin noch nicht mal so richtig aus der Innenstadt raus. Also das da hinten ist die Margareteninsel. Und schon ist der Fahrradweg weg. Und auch die Beschilderung. Also es ist krass, wie sowas so schlecht ausschildern kann. Also ich habe jetzt die App wieder angemacht und die sagt mir, dass ich hier auf dieser Straße fahren muss. Also gut, aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn da irgendwie mal ein Schild gewesen wäre. Ich meine, das ist schon auch ein viel befahrener Radweg. Hier echt viel mehr ausgebaut als im Süden von Budapest. Da sieht man ja echt gar nichts. Und hier ist ein Restaurant nach dem anderen. 36 Grad, da ist es schon erfrischend. Das ist heute ein echtes Paradies für Zuri, dass ich hier mal wieder frischen kann. Tatsächlich gerade sehr auffällig ist, oder eigentlich schon die ganze Zeit, ich war ja auf dem Donauradweg, also der Eurovelo 6, dem offiziellen Fahrradweg. Ja, und Komoot versucht mich die ganze Zeit hier runter zu holen. Er sagt immer, drehen Sie rum, einmal nach links, einmal nach rechts. Ich soll immer auf irgendwelche anderen Straßen ausweichen, obwohl ich eigentlich auf dem perfekten Radweg bin. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Und da gibt es echt noch Verbesserungsbedarf, dass Komoot die Radwege einbindet. Vor allem die offiziellen Radrouten. Immer die besten Zeiten hinter sich, aber ich bin schon froh, dass das ein eigener Radweg ist. Ach, es ist hier nicht so einfach zu fahren. Guckt euch mal die Schlaglöcher an. Das ist auch spannend, hier so viel Sand auf der Eurovelo zu haben. Ich wüsste gerne noch, wie man da runterkommt. Also hinter mir ist noch Fahrradfahrer. Das kann man schon hier durchfahren. Oh ja, wir sind hier entsorgt worden. Da kümmert sich auch niemand drum, ey. Ja, du, schaffst du das? Und lauf! Wahrscheinlich gehen die Leute auch alle hier baden, vor Budapest, bevor die ganzen Schiffe und so weiter das ganze Öl in die Donau bringen. Und die fließt natürlich von Norden in den Süden. Den Cesendere oder vielleicht spricht man das auch anders aus, ich weiß es nicht genau. Es wird meistens empfohlen für einen Tagesausflug aus Budapest, weil das nicht so weit weg ist, ich glaube 20 Kilometer, weil es eine ganz süße Innenstadt hat. Zuri macht das hervorragend. Wir sind ein richtiges Fest. Ja, mal wieder ein Auto, der den Fahrradweg als Parkplatz benutzt. Freut mich immer riesig. Der perfekte Tag für Sie. Dann können jeder echt seinen eigenen Strandabschnitt haben. Echt cool. Und anders als in Kroatien. Schon lange kein Schild mehr gesehen. Ich wäre schon ziemlich verunsichert, hätte ich nicht die App, die mir sagen würde, dass ich richtig bin. Das sieht schon echt immer traurig aus mit diesen Sonnenblumen, die Köpfe hängen lassen. So, wir sind jetzt zwischen den zwei Donauarmen. Wir fahren quasi von einem über den anderen. Also zu dem anderen. Mal gucken, ob wir da noch eine Fähre brauchen, um nach Wack zu kommen oder ob da auch noch eine Brücke ist. Mal schauen.
Seht ihr das? Also seht ihr das nicht? Mir ist die Flagge schon wieder abgebrochen. Ich frage mich, was passiert ist. Ich bin echt durch nichts durchgefahren. Hier ist der Dom, der schöne von Wack, aber ja, könnte auf dem anderen Donauufer liefen. Jetzt muss ich mir wieder eine neue kaufen. Und die zweite, die kaputt gebrochen ist. Und die Zuri hat keine Lust rauszukommen. Das ist voll der schöne Sonnenuntergang. Wie wild das hier aussieht. Mega schön. Wir haben jetzt ungefähr 4:45. Man sieht leider nicht so viel, aber wir sind tatsächlich schon abfahrbereit. Und das liegt daran, dass es seit 4 Uhr gewittert. Und zwar richtig heftig, aber es kam kein Regen runter, bis so um 5. Da kam dann so leichter Nieselregen runter. Ich bin noch nicht so ganz wach, obwohl ich eigentlich schon lange wach bin. Ja, und als er dann so, was heißt stark wurde, dass ich Angst um meinen Daunenschlafsack hatte, dachte ich, okay, packen wir zusammen. Naja, und jetzt stehen wir hier und warten, bis so langsam die Sonne aufgeht. Oder was heißt Sonne aufgeht? Es ist halt echt bewölkt, weil ich mag blauen Himmel viel lieber. Es soll die nächsten Tage tatsächlich auch nicht so schön werden. Das heißt, ich muss auf jeden Fall heute Nacht im Zelt schlafen. Ja, muss mal gucken, ob ich einen Campingplatz suche oder ob ich irgendeine gute Stelle finde, wo man Zelt auch aufschlagen kann. Und wie gesagt, es soll irgendwie nicht so richtig gut werden die nächsten Tage, was ein bisschen schade ist. Aber warten wir mal ab. Ich meine, wir fahren ja auch noch quasi in andere Gebiete und vielleicht wird da das Wetter ja auch wieder besser. Hoffen wir mal. Toi, toi, toi. Auf jeden Fall hatte Suri echt Angst bei dem Gewitter. Ich hatte schon echt Angst, dass sie wieder aus Panik irgendwo hinrennt. Aber hat sie Gott sei Dank nicht gemacht. Aber sie war echt schon ein bisschen nervös. Wie gesagt, das seit 4 Uhr, seit 1,5 Stunden. Also so langsam wird es Zeit, dass es hell wird, dass wir ein bisschen in Bewegung kommen. Jetzt sieht es so aus, als ob es hell genug ist zum Losfahren. Also nochmal einen kurzen Blick auf den wunderschönen Schlafplatz, den wir nicht so ganz richtig gut auskosten konnten, Zuri, ne, weil es gewittert hat. Und weil du ganz nervös warst, dann konnte ich nicht so richtig gut schlafen. Naja, da hinten ist die Donau und ja, es ist leider richtig zugezogen. Wir hatten sternklare Nacht eigentlich, aber mal gucken, was der Tag so bringt. Hier sieht man unser kleines Versteck. Oben, hier ist die Donau. Hast du schon was getrunken, Zuri? Der Radweg ist rechts. Dadurch ist es hier so ruhig gewesen, weil hier einfach nichts ist. Und da vorne geht es dann gleich wieder auf den Radweg drauf. Und dann schauen wir, was der Tag so bringt, hä, Zuri? Das hier ist überall die Straße nass. Ich bin noch nicht mal 10 Minuten losgefahren. Das heißt, der Regen hat uns echt knapp verfehlt. Hat ja echt nur ganz leicht genieselt bei uns. Das hätte auf jeden Fall die Straße nicht so nass gemacht. Eine richtige Infrastruktur für Radler hier. Es wird wirklich Herbst. Ich bin den ganzen Sommer unterwegs. Ich kann auch offensichtlich campen. Ich habe immer versucht, mein Zelt zu verstecken, dass man es nicht direkt sieht. Aber es scheint vielleicht hier auch egal zu sein. Wir warten gerade auf die Fähre. Und so hier ist ein Klutschlau, ne? Wollte ich mal zeigen. Seht ihr, wie viele Mülleimer es gibt? Da hinten sind 3. Und da ist einer. 2. 3. 4. 5. Also ich habe ungefähr 8 in Sichtweite. Und das ist tatsächlich, glaube ich, bis auf diese eine Fauxpas in Südbudapest, echt, warum Ungarn so viel sauberer ist als Serbien und Bosnien und so weiter. Also es ist tatsächlich die Anzahl an Mülleimern. Das findest du in Bosnien und Serbien nicht gar nicht. Also da musst du schon kilometerweit suchen, um überhaupt einen zu finden. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und so wie es aussieht, sind das wohl auch die letzten Kilometer in Ungarn. Weil in Esztergom, oder wie die Stadt heißt, geht es wieder mit einer Fähre die andere Donauseite. Und das ist dann tatsächlich schon Tschechien. Dann bleiben wir auf der tschechischen Seite bis Bukarest. Ich will dann nach Austria, also nach Österreich übersiedeln. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein Geld noch für die Fähre reicht. Die sind echt immer teuer. 4 € hat die Fähre jetzt gekostet. Das sind ja wie viel? 5 Minuten Fähre. Das ist schon echt krass. So viel Bargeld habe ich nicht mehr. Aber vielleicht nehmen die auch Euro. Mal gucken. Boah, schön. Aber echt windig. Wirklich interessant. Immer wenn wir kommen, machen die Hundebesitzer ihre Hunde an die Leine, nehmen sie auf dem Arm, gehen in irgendein Gebüsch. Als ob Zürich wohl der Reißwolf wäre. Das interessiert sich eigentlich in der Regel für die Hunde gar nicht. Ah, hier ist Esztergom oder wie auch immer man das ausspricht.
Das war die Hauptstadt Ungarns vom 11. bis 13. Jahrhundert und wird auch immer noch Stadt der Könige genannt. Weil halt unglaublich viele Könige hier ihre Residenzen hatten und deshalb auch irgendwie ganz coole Gebäude in der Stadt zu sehen sind. Ich bin schon sehr gespannt. Das auf jeden Fall ist der Dom oder die Kirche, die größte in Ungarn und auch das quasi das Merkmal der Stadt. Und dann geht es über die Brücke in die Slowakei, nicht nach Tschechien. Ich habe mich vertan natürlich. Da gibt es wieder den Euro, glaube ich, oder? Ich will mir jetzt nicht blamieren, aber... Oh, das ist ja riesig. Die Aussicht von der Kathedrale oder vom Dom. Da ist die Donaubrücke und da hinten ist die Slowakei. Da fahren wir jetzt gleich drüber. Hier ist richtig was los. Oh, das ist auch mies. Ich hoffe, ich komme da vorbei. Jupp, das passt. Jetzt gucken wir uns schnell die Fußgängerzone an. Hiermit verlasse ich Ungarn nach 5156 Kilometern. Da ist sie, Slovenska. Wir sind eingereist. So, ein kleiner Abschlussblick. Krass, dass man den immer noch sieht. Wahnsinn, es ist schon eine Pracht. Tschüss Ungarn. Hier wird auch gerne der Natur entsorgt. Schon das zweite oder dritte, was ich sehe. Das ist echt schade. Das ist der offizielle Donauradweg. Mich schon echt wundert. Das Gefühl, man ist mitten im Nirgendwo. Ah, seht ihr das? Das sind Rohre. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Scheiße, sogar ein Teppich, ey. Seht ihr das? Es hört einfach nicht auf. Das ist unglaublich. Das ist eine richtige Müllhalde hier. Das kann doch nicht wahr sein. Das hört nicht auf. Findet man wirklich alles. Kloschüsseln. Oh Gott, ey. Das ist ja echt schon fast schlimmer als in Bosnien, Montenegro und Serbien. Echt das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe. Seht ihr das? Das ist krass. Das ist einfach alles zugemüllt. Unfassbar. Ich begegne mir tatsächlich sehr, sehr viele Radfahrer. Jeder versucht, diesen Belag zu vermeiden. Es gibt welche, die fahren unten rum. Ich versuche hier rechts zu fahren, wo er ist. Man sieht, dass in der Mitte auch schon passiert ist. Schon echt super ungeeignet zum Fahrradfahren. Dass man einfach nur wegrutscht. Sorry, rechts. Fein. Puh, das zieht sich ganz schön, 7 Kilometer. Ich sehe das Ende. Oder geht's da weiter? Ah, so geht's. Oh, ich glaube, da geht's weiter. Nein! Schon ein bisschen mühsam hier. 8 Kilometer war das. Jetzt die Eurovelo 6 und fahren auf die Landstraße. Weil das erscheint mir geiler. Oh.
Zuri, da bist du jetzt hoch. Komme ich da so nicht hoch. Das ist steil. Oh, ist das schwer. Zuri. Frühstück. Ich finde ja, das sieht ziemlich nach Regen aus. Und in Ungarn sollte es ja auch morgen regnen, beziehungsweise heute Abend schon anfangen und dann heute Nacht regnen. Und hier scheine ich Glück zu haben, weil es sieht so aus, als ob es nachts um 4 oder so vereinzelt regnen soll, bis morgens um 9. Und dann wird es sonnig. Was ich sehr erstaunlich finde und die nächsten Tage auch. Also wäre ich mal wieder im Regen davon gefahren. Also ich hoffe, es bleibt so. Das wäre richtig, richtig geil. In Italien war es gerade gewachsen und jetzt ist erntereif. Zuri ist heute unermüdlich. Sie rennt und rennt und rennt. Weiß jetzt schon 30, 40 Kilometer auf dem Buckel hat. Aber es ist das perfekte Wetter für sie. Ist nicht so warm. Was für ein Tempo die noch halten kann. Die fahren knapp 20 km/h. Ja, jetzt kommt der Regen doch früher als erwartet. Also ich meine, es ist nicht schlimm. Ich habe eine Regenjacke an. Es ist warm. Mal gucken, ob das schlimmer wird oder ob es geht. So, dass heute Nacht regnen soll bis morgen früh. Ich echt nicht mehr auf meinem Fahrrad sitzen kann. Nach 90 Kilometern habe ich mich entschieden, hier auf den Campingplatz zu gehen. Und dann kann ich nämlich jetzt schon mein Zelt aufbauen und morgen auch wirklich im Zelt bleiben, bis der Regen aufhört. Echt schon lange nicht mehr auf dem Campingplatz. Seit Bosnien nicht mehr. 2 Länder nicht. Ja, das sieht doch gemütlich aus. In die Nähe einer elektrischen Box. Dahin.